Moin! Für uns ging es ein paar Tage nach Peking. Wir waren dort natürlich in der verbotenen Stadt, haben uns ein paar wunderschöne Parks und Tempel angeschaut und natürlich ging es auch auf die chinesische Mauer. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Two souls in Neverland, 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 Neverland. Von München fliegen wir mit Lufthansa per Direktflug in ca. 10 Stunden nach Peking. Am Flughafen angekommen, fahren wir mit Didi, das ist das chinesische Äquivalent zum Uber, zu unserem Hotel. Bevor ihr nach China reist, solltet ihr auf jeden Fall die App Alipay herunterladen. Man kann dort kinderleicht seine Kreditkarten integrieren und kann dann vor Ort nicht nur damit bezahlen, sondern auch im Restaurant Essen bestellen und eben seinen Fahrer bei Didi ordern. Es gibt in der App auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Auf jeden Fall solltet ihr diese App haben, bevor ihr nach China reist. Als Unterkunft haben wir uns für das Asia Hotel entschieden. Dieses liegt relativ zentral und eignet sich daher super für einen Städtetrip. Preis-Leistung passte für uns perfekt, von daher würden wir dieses Hotel auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Zentrum Pekings bildet die verbotene Stadt. Diese ist von einem Wassergraben umgeben. Die Tickets für die verbotene Stadt bucht man vorher online. Sie kosten pro Person ca. 8,50 € und bieten dann einen gewissen Zeitslot, in dem man die verbotene Stadt besuchen darf. Das Ticket wird bei der Buchung mit eurer Reisepassnummer verknüpft. Denkt also auf jeden Fall daran, euren Pass mitzubringen. Wir haben die Tickets über die App WeChat gebucht. Es gibt aber sicherlich auch noch andere Anbieter. Da solltet ihr euch einfach vorher bei Google entsprechend informieren. Die verbotene Stadt ist übrigens auch bekannt unter dem Namen Kaiserpalast. Erbaut wurde sie 1420 und diente dann bis 1912 als kaiserliche Residenz. Der Name verbotene Stadt kommt natürlich nicht von ungefähr. Der Zugang für die allgemeine Bevölkerung während der ganzen Ära war streng reglementiert. Nur ausgewählte Personen durften neben der kaiserlichen Familie dort hinein. Die ca. 980 Gebäude, die sich auf einer Fläche von 180 Hektar erstrecken, sind ein wirklich tolles Beispiel der traditionellen chinesischen Architektur. Die verbotene Stadt ist natürlich ein wahnsinnig beliebtes Touristenziel. Etwa 14 bis 15 Millionen Besucher kommen jährlich hierhin, um sich das Ganze anzuschauen. Alleine ist man also natürlich nicht, wenn man durch die zahlreichen Gebäude und Außenflächen läuft. Nichtsdestotrotz macht es super viel Spaß, hier herumzulaufen und alles auf sich wirken zu lassen. Wenn ihr die verbotene Stadt komplett durchlaufen habt, dann stoßt ihr automatisch auf den Yingshan Park. Dieser Park wurde im Jahre 1421 angelegt und diente ursprünglich als kaiserlicher Garten. Er ist berühmt für seine Aussichtsplattform, die sich auf dem höchsten Punkt des Hügels befindet. Von dort aus hat man einen atemberaubenden Blick auf die verbotene Stadt und die umliegende Stadtlandschaft. Hier wiederum grenzt dann direkt der Beihai Park an. Hierbei handelt es sich um einen der ältesten und größten kaiserlichen Gärten in Peking. Er wurde bereits im 11. Jahrhundert angelegt und später durch die verschiedenen kaiserlichen Familien erweitert und umgestaltet. Etwa 40% der Gesamtfläche des Parks wird von einem großen künstlichen See eingenommen. Die Landschaft ist insgesamt geprägt von schönen Gärten, Pavillons und Tempeln. Zu den Hauptattraktionen im Park gehört die Weiße Pagode. Diese steht auf einem Hügel im Park und von dort hat man eine herrliche Aussicht auf die Umgebung. Wenn ihr jetzt sowieso schon dort in der Ecke seid, dann würden wir euch auf jeden Fall einen kleinen Abstecher nach Qianhai empfehlen. Ein total belebtes und sympathisches Viertel, wo man auch direkt an einem See, wo ebenfalls viele kleine Bötchen rumfahren, essen und spazieren gehen kann. Es ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen beliebt und hat viele kleine Läden und Restaurants und Bars. Südlich der verbotenen Stadt schließt sich der Tiananmen-Platz an. Das ist einer der bekanntesten und größten öffentlichen Plätze der Welt. Das kann man schon gut glauben, wenn man erfährt, dass er sich über eine Fläche von etwa 440.000 Quadratmetern erstreckt. Er liegt direkt vor dem Tiananmen-Tor, das die verbotene Stadt von der Stadt Peking trennt.
Angelegt wurde er im 15. Jahrhundert und wurde seitdem mehrfach umgestaltet und erweitert. Das eben erwähnte Tiananmen-Tor ist sicherlich eine der Sehenswürdigkeiten dort. Hier hängt ein großes Porträt von Mao Zedong, das den Eingang zur verbotenen Stadt markiert. Ebenfalls befindet sich dort das Mausoleum von Mao Zedong. Der Leichnam des Gründers der Volksrepublik China wird hier aufgebahrt. Ebenfalls vom Platz zu erreichen und zu sehen ist das Nationalmuseum von China, genauso wie das Denkmal für die Volkshelden. Hierbei handelt es sich um ein Monument, das den gefallenen Helden der Revolution gewidmet ist. Im April 1989 fanden auf dem Tiananmen-Platz mehrwöchige Demonstrationen statt. Vor allem Studierende, Intellektuelle und Arbeiter versammelten sich hier, um für mehr Demokratie, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zu kämpfen. Diese Demonstrationen wurden von der chinesischen Regierung nach mehreren Wochen dann brutal beendet. Vielleicht kennt ihr dieses Bild, das damals um die Welt ging. Der Tankman, der Mann vor den Panzern, wurde am 5. Juni 1989 durch eine traurige Geschichte weltberühmt. Mit einem weißen Hemd und Einkaufstüten in den Händen stellte er sich ganz alleine vor eine Kolonne chinesischer Panzer. Diese versuchten zwar immer wieder, ihn zu umfahren, doch er blockierte sie die ganze Zeit. Dieses Bild gilt bis heute als ein Symbol für viele Freiheitskämpfer auf der ganzen Welt. Bis heute weiß man übrigens nicht sicher, wer dieser Mann war oder was mit ihm danach geschehen ist. In China wird dieses Thema übrigens hochgradig zensiert. Mit Chinesen muss man also nicht versuchen, über diesen Tag oder das Ereignis zu sprechen. Übrigens, wenn ihr den Tiananmen-Platz besuchen wollt, dann solltet ihr euch vorher auf jeden Fall Tickets reservieren. Diese sind zwar kostenfrei, aber bieten euch dann eben einen gewissen Zeitslot, zu dem ihr den Platz besichtigen dürft. Südlich des Tiananmen-Platzes liegt die Qianmen Street. Diese ist über 500 Jahre alt und stammt ursprünglich aus der Ming-Dynastie. Früher war sie eine wichtige Handelsstraße der Hauptstadt. Sie war das Herzstück des alten Pekings mit Teehäusern, Theatern und Geschäften. Vor den Olympischen Spielen 2008 wurde sie dann komplett renoviert und im alten Stil neu aufgebaut. Es mischt sich hier also Tradition mit Moderne. Man findet hier also sowohl typische chinesische Geschäfte und Restaurants, aber eben auch westliche Marken wie zum Beispiel Starbucks. Diese sind dann eben eingebettet in die restaurierte Altstadtatmosphäre. Auch die Seitenstraßen und Gassen drumherum sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Auch hier gibt es wieder viele kleine Läden und Restaurants. Zugegeben wirken manche Sachen, die hier angeboten werden, für unseren westlichen Gaumen etwas skurril und auch eklig. Aber dennoch findet man hier mit Pekingente, Hotpot und so weiter auf jeden Fall Essensangebote, die auch uns sehr, sehr lecker geschmeckt haben. Kommen wir nun zu einem sehr spirituellen und bedeutenden Ort in Peking, nämlich der Himmelsaltar, auch bekannt als der Tempel des Himmels. Ein riesiger königlicher Tempelkomplex, der im 15. Jahrhundert erbaut wurde. Er diente den Kaisern Chinas zur Kommunikation mit dem Himmel, speziell für Opferzeremonien, um gute Ernte zu erbitten. Der ganze Park ist etwa 2,7 Quadratkilometer groß. Er ist also sogar größer als die verbotene Stadt. Alle Gebäude hier sind extrem symmetrisch ausgerichtet nach den kosmischen Prinzipien. Rund steht dabei für den Himmel, quadratisch für die Erde. Genau wie die verbotene Stadt war auch dieser Ort nicht öffentlich zugänglich. Natürlich ist der Park bei Touristen immer sehr beliebt. Als wir da waren, gab es in China aber auch noch einen Nationalfeiertag, sodass auch viele Chinesen selber den Tempel besichtigen wollten. Der Himmelsaltar war übrigens Kulisse und auch Austragungsort zahlreicher Sportkämpfe während der Olympischen Spiele in China. Wir als blonde Europäer sind da übrigens manchmal ein beliebtes Fotomotiv bzw. Selfie-Motiv der einheimischen Chinesen gewesen. Wenn ihr ein paar von unseren anderen Videos gesehen habt, dann wisst ihr inzwischen, dass wir sehr auf Street Art und so Sachen stehen. Deshalb zieht es uns jetzt in das Art Zone Viertel 798. Das ist sozusagen das Herz der zeitgenössischen Kunstszene in Peking. Ein wirklich sehr, sehr spannender Ort, wenn man auf Street Art, Installationen, Galerien und kreative Cafés steht. Hier gibt es über 100 Galerien, Studios und Museen und natürlich zahlreiche Shops und Cafés. Der ganze Vibe ist sehr hip und alternativ und man kann hier ideal Leute beobachten oder den Flair auf sich wirken lassen.
Ein kleiner Fun-Fact: Die chinesische Regierung wollte Anfang der 2000er Jahre das Gelände abreißen. Die ganze internationale Aufmerksamkeit und Unterstützung führten aber dann dazu, dass es sogar unter Schutz gestellt wurde. Schauen wir uns jetzt noch das moderne Peking an, mit den Stadtteilen Sanlitun und Guomao. Sanlitun ist ein angesagtes Ausgeh- und Shoppingviertel. Hier sind viele junge Leute und Kreative unterwegs. Man kann hier sehr gut shoppen gehen, denn es gibt wirklich jeden bekannten Designer- und Markenladen. Und man kann aber natürlich auch in den zahlreichen Restaurants und Cafés ein bisschen sitzen und entspannen. Guomao würde man wohl als das wirtschaftliche Zentrum Pekings bezeichnen. Hier sind viele Wolkenkratzer und moderne Bürokomplexe. Hier schlägt also das Herz der chinesischen Finanzwelt. Hier gibt es, wie gesagt, zahlreiche Wolkenkratzer, aber auch hochklassige Hotels und Restaurants. Auf das höchste Gebäude kommt man leider nicht hinauf. Wir haben uns stattdessen im Park Hyatt in die Rooftop-Bar gesetzt. Denn auch hier hat man wirklich einen tollen Ausblick über den Stadtteil und natürlich auch darüber hinaus. Perfekt natürlich auch zum Sonnenuntergang, wenn man sieht, wie chinesisches Tagleben ins Nachtleben übergeht. Rund um die verbotene Stadt befinden sich die sogenannten Hutongs. Das sind alte Gassen und traditionelle Wohnviertel von Peking. Meist sind sie geprägt durch enge Gassen mit flachen und oft einstöckigen Wohnhäusern und geschwungenen Dächern. Viele dieser Hutong-Gebiete sind heute geschützt, um ihre einzigartige Architektur zu bewahren. Noch bis in die 1990er Jahre war das Stadtbild von Peking größtenteils von diesen traditionellen Wohnsiedlungen geprägt. Ihr könnt dort einfach reinlaufen und das Ganze auf euch wirken lassen. Und seid auch nicht schüchtern, wenn ihr das ein oder andere Mal eine kleine Bar entdeckt. Die Leute freuen sich wirklich sehr über Besucher und wir fanden es dort immer sehr lecker und wirklich schön. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight, wenn man nach Peking reist: die chinesische Mauer. Sie ist letztlich eine Schutzanlage zur Grenzsicherung, die während der Jahre 1368 bis 1644 im Norden Chinas errichtet wurde. Wir haben uns mit Didi von unserem Hotel zu dem großen öffentlichen Parkplatz fahren lassen. Von dort fahren dann Shuttlebusse bis zur Seilbahn. Die Taxifahrt hat so circa 1,5 Stunden gedauert. Die ganze Mauer ist in verschiedenen Abschnitten zu unterschiedlichen Zeiten und auch mit unterschiedlichen Bautechniken gebaut worden. Man findet breite, begehbare Mauern, aber auch aus festgeklopftem Lehm erbaute Abschnitte. Das chinesische Amt für Kulturerbe gab im Jahre 2012 die Gesamtlänge aller großen Mauern mit über 21.000 Kilometern an. Hinsichtlich ihres Volumens und der Masse gilt die Große Mauer als größtes Bauwerk der Welt. Insgesamt erstreckt sich die Mauer über 15 Provinzen, autonome Gebiete und Städte. Bei Peking selber steht ein 600 Kilometer langer Abschnitt, der größtenteils in einem guten Zustand ist. 4 Abschnitte können dabei von Touristen besichtigt werden. Wir haben uns für den Mauerabschnitt Badaling entschieden. Auch diese Tickets haben wir wieder über WeChat gekauft und mussten 23 € pro Person bezahlen. Inkludiert war dabei allerdings auch schon die Seilbahn, die einen hoch und runter fährt. Die Seilbahn fährt dann ganz regelmäßig und es dauert auch nicht lange. Oben angekommen kann man sich frei bewegen und in Ruhe den Mauerabschnitt anschauen. Die chinesische Mauer ist übrigens eines der 7 Weltwunder der Neuzeit. Erbaut wurde sie übrigens als Grenzbefestigung des chinesischen Kaiserreichs vor räuberischen Völkern. Wegen starken Windes fuhr an dem Tag, wo wir da waren, die Seilbahn nicht wieder runter. Das war aber wirklich gar kein Problem. Wir konnten problemlos auch wieder runterlaufen. Ziemlich cool ist es auch, dass man von dort oben natürlich wunderbar sehen kann, wie sich die Mauer durch die Landschaft schlängelt. Dass das alles mal von Menschenhand erbaut wurde, ist schon wirklich wahnsinnig beeindruckend. Für uns wirklich eines der coolsten Erlebnisse, die wir je hatten auf unseren Reisen. Normalerweise geben wir euch in unseren Videos ja auch immer Restauranttipps mit. Dieses Mal würden wir euch lieber generelle Empfehlungen für verschiedene Gerichte mit auf den Weg geben. Hierzu gibt es dann wirklich zahlreiche traditionelle und sehr, sehr gute Restaurants. Ihr habt ja gerade schon gesehen, dass das Essen in China für uns manchmal etwas skurril erscheint. Es gibt aber eben auch wirklich super leckere Sachen. Auf unserer To-Do-Liste stand auf jeden Fall eine originale Peking-Ente. Auch hierzu findet man dann wieder sehr, sehr viele Restaurants, die das Gericht anbieten. Sie wird nach einem traditionellen Rezept zubereitet und dann direkt vom Koch am Tisch serviert.
Die Chinesen essen das Fleisch dann in kleinen Teigwraps zusammen mit Gemüse und verschiedenen Dips. Man findet auch immer wieder Restaurants mit so kleinen Tischgrills. Man bestellt dann Fleisch, Fisch und Gemüse und grillt es direkt am Tisch. Auch hierzu kann man natürlich verschiedene Beilagen und Dips bestellen. Das hat uns wirklich auch sehr, sehr lecker geschmeckt. Am allerbesten und leckersten fanden wir aber den sogenannten Hotpot oder auch Feuertopf genannt. Das ist eine Art chinesisches Fondue. Auch hier bestellt man wieder Fleisch, Fisch und verschiedenstes Gemüse, bekommt unterschiedliche Dips und Beilagen und dann gart man das Ganze in der heißen Brühe. Das dauert natürlich recht lange und ist entsprechend gesellig und wirklich auch super lecker. Damit endet nun unsere Reise nach Peking. Wir hoffen natürlich, dass unser Video euch gefallen hat. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Two souls in Neverland, 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 Neverland.